Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Jack, wie geht es dir heute? Hallo Emily, mir geht es gut, danke. Und dir? Ich mache mir ein wenig Sorgen. Ich habe Neuigkeiten über einen Freund von mir gehört, der Geld in einem Geschäft verloren hat. Ich möchte über finanzielle Verluste und verwandte Themen sprechen. Hast du Zeit für ein Gespräch? Ja, Emily, ich habe Zeit. Ich habe auch von einigen Unternehmen gehört, die pleite gegangen sind und von Leuten, die mit Bankverschuldung kämpfen. Das ist ein ernstes Thema, aber ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich stimme zu. Ich glaube, wir können aus diesen Situationen lernen und besser mit unseren Finanzen umgehen. Lass uns unsere Gedanken und Erfahrungen teilen. Das ist eine gute Idee. Ich habe ein paar Fragen zu finanziellen Verlusten, Insolvenz und Schulden. Ich hoffe, wir können uns gegenseitig helfen, diese Themen besser zu verstehen. Natürlich, Jack. Ich teile gerne, was ich weiß. Lass uns zunächst über finanzielle Verluste sprechen. Was bedeutet das für dich? Ein finanzieller Verlust bedeutet, Geld oder Wert zu verlieren. Zum Beispiel, wenn jemand in ein Unternehmen investiert und das Unternehmen scheitert, verliert er sein Investment. Das kann auch passieren, wenn der Wert von Immobilien oder Aktien sinkt. Ja, das habe ich im Aktienmarkt schon gesehen. Manchmal fallen die Preise und die Leute verlieren Geld. Das kann sehr stressig sein. Ich stimme zu. Finanzielle Verluste können nicht nur dein Bankkonto betreffen, sondern auch deine Emotionen und deine Zukunftspläne. Es ist wichtig, bei Investitionen vorsichtig zu sein. Richtig. Ich versuche immer vorher zu recherchieren, bevor ich in irgendetwas investiere. Ich möchte die damit verbundenen Risiken kennen. Hast du jemals einen finanziellen Verlust erfahren? Glücklicherweise habe ich keinen erheblichen finanziellen Verlust erlitten. Ich habe mit meinen Ersparnissen und Investitionen vorsichtig umgegangen. Allerdings kenne ich viele Leute, die Geld in gescheiterten Unternehmen oder schlechten Investitionen verloren haben. Das ist gut zu hören. Ich habe nicht viel Geld verloren, aber ich habe gesehen, wie meine Eltern gekämpft haben, als der Wert ihrer Immobilie gesunken ist. Das war eine schwierige Zeit für sie. Ja, Immobilien können auch riskant sein. Manchmal fällt der Markt und Immobilien verlieren an Wert. Es ist wichtig zu verstehen, dass finanzielle Verluste zum Leben gehören, aber wir können daraus lernen. Genau. Aus vergangenen Erfahrungen zu lernen kann uns helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Lass uns jetzt über Insolvenz sprechen. Was weißt du über Insolvenz, Jack? Insolvenz ist ein rechtlicher Prozess, der Menschen oder Unternehmen hilft, die ihre Schulden nicht bezahlen können. Wenn jemand Insolvenz anmeldet, bittet er das Gericht um Hilfe, um seine Schulden zu reduzieren oder zu beseitigen. Ich verstehe. Es klingt nach einem Weg, einen Neuanfang zu wagen, aber es kann auch ernsthafte Konsequenzen haben. Zum Beispiel könnte eine insolvente Person ihr Eigentum verlieren oder viele Jahre lang eine schlechte Kreditwürdigkeit haben. Ja, das ist wahr. Insolvenz kann dir Erleichterung von Schulden verschaffen, aber es kann auch schwierig machen, in Zukunft Geld zu leihen. Es ist eine schwierige Entscheidung, die man treffen muss. Ich habe von einigen Unternehmen gelesen, die insolvent geworden sind. Sie waren einst sehr erfolgreich, konnten aber ihre Rechnungen nicht bezahlen und haben alles verloren. Das ist traurig. Ich denke, viele Menschen verstehen nicht, dass selbst große Unternehmen scheitern können. Das zeigt, dass immer ein Risiko in der Geschäftswelt besteht. Ich stimme zu. Ich glaube, es ist wichtig, über Finanzmanagement zu lernen, um Insolvenz zu vermeiden.
Hast du jemals über Insolvenz nachgedacht, Jack? Ich habe nie daran gedacht, Insolvenz anzumelden, weil ich versuche, mein Geld weise zu verwalten. Ich nutze ein Budget und spare für Notfälle. Ich weiß jedoch, dass einige Menschen Insolvenz in Betracht ziehen, wenn sie zu viele Schulden haben und keine Möglichkeit, sie zurückzuzahlen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ein Freund von mir hatte ein kleines Unternehmen, das gescheitert ist. Er musste Geld von der Bank leihen, und als er es nicht zurückzahlen konnte, dachte er über Insolvenz nach. Es war eine sehr schwierige Zeit für ihn. Das klingt sehr schwierig. Ich hoffe, dass er die Hilfe bekommen hat, die er brauchte. Hat er. Er meldete Insolvenz an und konnte neu anfangen, aber es hat lange gedauert, bis er seinen Kredit wieder aufgebaut und sein Leben wieder in den Griff bekommen hat. Ich kann mir das vorstellen. Ein Neuanfang nach der Insolvenz ist nicht einfach, aber manchmal ist es die einzige Option. Lass uns jetzt über Bankverschuldung sprechen. Was ist Bankverschuldung, Emily? Bankverschuldung ist Geld, das du von einer Bank leihst. Das kann in Form eines Kredits, einer Hypothek oder eines Kreditkartensaldos sein. Wenn du Geld leihst, musst du es mit Zinsen zurückzahlen. Ich verstehe. Viele Menschen nutzen Bankkredite, um ein Haus oder ein Auto zu kaufen. Es kann eine gute Möglichkeit sein, das zu bekommen, was du brauchst, aber wenn du zu viel leihst, kann es zu finanziellen Problemen führen. Ja, ich habe eine Kreditkarte und ich versuche, sie sorgfältig zu nutzen. Ich zahle jeden Monat den Saldo zurück, damit ich nicht zu viele Schulden anhäufe. Aber einige Menschen gehen nicht gut mit ihren Kreditkarten um und landen mit vielen Schulden. Das ist wahr. Hohe Zinsen auf Kreditkarten können Schulden sehr teuer machen. Ich habe gesehen, wie Freunde kämpfen, weil sie jeden Monat nur den Mindestbetrag bezahlen. Ich versuche, das zu vermeiden. Ich plane immer meine Ausgaben und spare Geld, damit ich nicht so sehr auf Kredit angewiesen bin. Planung ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass ein Budget helfen kann, Bankverschuldung zu vermeiden. Ja, ein Budget zeigt dir, wie viel Geld du hast und wie viel du ausgeben kannst. Es hilft dir, innerhalb deiner Möglichkeiten zu leben und Überausgaben zu vermeiden. Ich habe von meinen Eltern gelernt, wie man ein Budget führt. Sie haben mir immer beigebracht, jeden Monat ein wenig Geld zu sparen und für Notfälle zu planen. Das ist eine gute Lektion. Ich wünschte, mehr Menschen würden über Budgetierung und Finanzmanagement lernen. Es kann einen großen Unterschied im Leben machen. Ich stimme zu. Bildung über Geld ist sehr wichtig. Ich denke, Schulen sollten mehr über persönliche Finanzen lehren, damit junge Menschen kluge Entscheidungen treffen können. Denkst du, dass finanzielle Verluste, Insolvenz und Bankverschuldung miteinander verbunden sind, Jack? Ja, ich glaube, sie sind miteinander verbunden. Wenn jemand finanzielle Verluste erleidet, kann das zu Schulden führen. Wenn die Schulden zu hoch werden und die Person sie nicht zurückzahlen kann, denkt sie möglicherweise über Insolvenz nach. Es ist ein Kreislauf, der sehr schwer zu durchbrechen sein kann. Das ist ein trauriger Kreislauf. Ich denke, viele Menschen planen nicht für Notfälle und stehen dann vor finanziellen Problemen. Sie könnten ihren Job verlieren, eine medizinische Notsituation haben oder ein Geschäft scheitern, und plötzlich sind sie verschuldet. Genau. Deshalb ist es wichtig, einen Notfallfonds zu haben. Ein wenig Geld für unerwartete Ereignisse zu sparen, kann dir helfen, Schulden zu vermeiden. Ich versuche jeden Monat einen kleinen Betrag auf einem separaten Konto für Notfälle zu sparen. Das gibt mir ein besseres Gefühl von Sicherheit. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich habe auch ein Sparkonto für Notfälle. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich etwas Geld zurückgelegt habe.
Ich glaube, dass Planung und Sparen viele finanzielle Probleme verhindern können. Selbst wenn du einen Verlust erleidest, kann dir ein Plan helfen, dich zu erholen. Kennst du jemanden, der von diesen Problemen betroffen war, Jack? Ja, ich kenne ein paar Leute, die finanzielle Verluste und Schulden erlebt haben. Ein Cousin von mir hat ein kleines Unternehmen gegründet, aber es ist gescheitert und er musste Geld von der Bank leihen. Er hatte lange Zeit Schwierigkeiten, den Kredit zurückzuzahlen. Das ist bedauerlich. Ich habe einen Freund, der in Immobilien investiert hat, aber der Markt ist gefallen und er hat viel Geld verloren. Jetzt ist er verschuldet und denkt über Insolvenz nach. Das ist sehr traurig. Ich hoffe, er findet einen Weg, sich zu erholen. Manchmal brauchen Menschen Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, mein Freund spricht mit einem Finanzberater. Ich denke, das ist ein guter Schritt. Rat einzuholen kann dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, ist es wichtig, Hilfe zu suchen und aus der Erfahrung zu lernen. Ich glaube, dass das Teilen von Geschichten über finanzielle Verluste anderen helfen kann, die gleichen Fehler zu vermeiden. Es kann auch das Bewusstsein für die Risiken von Schulden und die Bedeutung von Planung erhöhen. Genau. Ich denke, wir sollten mehr über diese Themen sprechen, damit die Menschen die Herausforderungen verstehen und lernen, besser mit ihrem Geld umzugehen. Hast du Tipps, um finanzielle Verluste oder Schulden zu vermeiden, Jack? Ja, ich habe ein paar Tipps. Erstens, mache immer ein Budget und halte dich daran. Weiß, wie viel Geld du hast und wie viel du ausgeben kannst. Zweitens, spare für Notfälle. Versuche jeden Monat einen kleinen Betrag auf einem Sparkonto zur Seite zu legen. Drittens, sei vorsichtig mit Krediten und Kreditkarten. Leihe nur, was du dir leisten kannst, zurückzuzahlen und versuche deinen Kreditkartensaldo jeden Monat vollständig zu begleichen. Das sind großartige Tipps. Ich empfehle auch, vor Investitionen zu recherchieren. Kenne die Risiken und verstehe, worauf du dich einlässt. Das ist sehr wichtig. Viele Menschen verlieren Geld, weil sie die Investition nicht verstehen. Sie folgen Trends, ohne nachzudenken. Ja, ich lese immer über eine Investitionsmöglichkeit, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ich möchte wissen, ob sie sicher ist und ob ich mir leisten kann, dieses Geld zu verlieren. Das ist ein kluger Ansatz. Ich denke, Bildung über persönliche Finanzen ist der Schlüssel, um finanzielle Verluste zu vermeiden. Ich wünschte, mehr Schulen würden Kurse zum Thema Geldmanagement anbieten. Ich stimme zu. Lernen über Budgetierung, Sparen und Investieren sollte Teil des Lehrplans sein. Es kann jungen Menschen helfen, informierte Entscheidungen zu treffen und für eine sichere Zukunft zu planen. Während wir über diese Themen sprechen, habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, sich der Risiken bewusst zu sein, aber auch positiv zu bleiben. Selbst wenn jemand finanzielle Verluste oder Schulden hat, gibt es immer einen Weg, sich zu erholen und neu anzufangen. Ja, das stimmt. Viele Menschen haben Insolvenz durchlebt und ihr Leben neu aufgebaut. Es ist nicht das Ende. Es ist eine Chance zu lernen und zu wachsen. Ich glaube, dass jede Herausforderung eine Gelegenheit ist, stärker zu werden. Mit dem richtigen Wissen und der Unterstützung kann jeder finanzielle Schwierigkeiten überwinden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, hoffnungsvoll zu bleiben und Hilfe zu suchen, wenn es nötig ist. Über diese Themen zu sprechen, kann auch das Stigma rund um Insolvenz und Schulden verringern. Viele Menschen fühlen sich beschämt, wenn sie finanzielle Probleme haben, aber das ist ein häufiges Problem. Ja, ich denke, das Teilen unserer Erfahrungen kann anderen helfen, sich weniger allein zu fühlen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle Fehler machen und dass es darauf ankommt,
daraus zu lernen. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben, Jack. Ich habe das Gefühl, dass wir viel über finanzielle Verluste, Insolvenz und Bankverschuldung gelernt haben. Ich stimme zu, Emily. Über diese Themen zu sprechen ist nicht einfach, aber es ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir durch das Teilen unserer Gedanken anderen helfen können, diese Themen zu verstehen und bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich glaube, dass wir weiterhin uns selbst und andere über persönliche Finanzen aufklären sollten. Je mehr wir wissen, desto besser können wir für die Zukunft planen. Ich werde mir immer deine Tipps zur Budgetierung, zum Sparen und zur Vorsicht bei Schulden merken. Ich werde auch weiterhin recherchieren, bevor ich in irgendetwas investiere. Ich freue mich, das zu hören, Jack. Ich glaube, dass wir mit Wissen und Planung alle finanzielle Verluste vermeiden und ein sicheres Leben führen können. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Emily. Ich habe heute viel gelernt und fühle mich sicherer im Umgang mit meinem Geld. Danke, Jack. Ich habe unser Gespräch genossen und hoffe, dass wir in Zukunft über weitere Themen wie dieses sprechen können. Ja, das würde ich sehr gerne. Lass uns planen, uns wieder zu treffen und weitere Ideen über persönliche Finanzen auszutauschen. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Jack. Du auch, Emily. Pass auf dich auf. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.